Das Himalaya. Das Dach der Welt. Ich soll es nun also mit eigenen Augen sehen. Vor einem dieser gigantischen 8000er zu stehen. Das hätte ich niemals geglaubt, wenn ich mein Altes nicht gefragt hätte. Und doch ist es wahr. Wer wir sind? Eine Gruppe verrückter Bergsteiger aus Bayern. Allen voran die bergsüchtigen Singles und Headshaker. Eine Gruppe von Leuten, die sich hauptsächlich über das Internet kennengelernt haben, um ihre Leidenschaft für das Bergsteigen auszuleben. Und genauso kommt es, dass wir uns immer wieder treffen, Wochenende für Wochenende, um zusammen auf die Berge zu steigen. Sei es nun ein Klettersteig, eine Wanderung oder doch ein ordentlicher 3000er. Und so ist es sehr naheliegend, dass ein Reisender und eine Gruppe Bergverrückte sich doch mal das Himalaya anschauen möchte. Hi Buddies, ich bin der Kai. Ich bin Blogautor der Webseite headshaker.de und poste dort seit 4 Jahren meine Erfahrungen in der Natur. Vom Herzen her möchte ich Landschaften erleben und Kulturen kennenlernen. Das ist meine Passion für mich geworden, dass ich blogge, Videos mache und selbst möglichst viel von dieser Welt mitnehme. So hat es mich auch schon in die verschiedensten Länder verschlagen, unter anderem Trekking-Touren in Schottland oder Island. Ich selber würde sagen, bin ein total Quasseltyp. Ich rede die ganze Zeit, ich rede alles, was mir durch den Kopf geht, jedes Gefühl, das ich empfinde. Ich bin jemand, der braucht es, sich mitzuteilen. Trotzdem denke ich, dass ich ein sehr umgänglicher Kerl bin. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen mit mir zurechtkommen, auch wenn sie mich schon gut kennen, denn auf so einer langen Reise lernt man sich gleich noch mal ein bisschen besser kennen. Was soll ich erwarten? Himalaya. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich erwarte es wieder mal möglichst viele coole Leute auf dieser Reise kennenzulernen. Das ist für mich immer das Höchste. Und ich hoffe, dass wir uns nicht viel streiten. Ich hoffe, dass wir gut miteinander zurechtkommen, obwohl wir so verschieden sind. Und schöne, lustige Abende mit unserem Guide oder anderen Leuten auf den Hütten zu haben. Und das möglichst so lange, dass man jegliches Gefühl für Zuhause-sein verliert. Das ist so mein Ziel. Der Benny. Jemanden, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Der Benny ist ein Kumpel von mir schon seit einem Jahr. Wir haben uns über Facebook über das Wandern kennengelernt und wir treffen uns fast jedes Wochenende zusammen und er ist der Admin von der bergsüchtigen Singles-Gruppe in Facebook und ein total umgänglicher Ruhepol-Mensch, der einfach kaum aus der Fassung zu bringen ist. Und mit ihm zusammen war ich schon in Marokko auf einem 4000er unterwegs. Hallo erstmal, ich bin der Beni. 3 Wochen Nepal-Reise. Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer, das steht doch definitiv mal fest. Vor der Höhenkrankheit habe ich gar nicht mehr so viel Angst. Wir haben jetzt ja schon den Djebel Toubkal gemacht mit über 4000 Meter. Also, ja, ansonsten wird es halt ein großes Abenteuer, was wir machen. Ich selber habe auch noch nicht so viele Tage am Stück gelaufen. Es wird dann also auch eine Herausforderung, irgendwo eine neue. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Der Jay ist eigentlich ein ganz alter Freund von mir, den kenne ich schon seit Kindesalter. Und er ist eigentlich auch überhaupt gar kein Berggänger. Nein, ganz und gar nicht. Bis auf diese eine Erfahrung auf dem Lugenzer war der Jay eigentlich noch gar nicht mit uns zusammen wandern. Trotzdem ist er dabei, nämlich aus dem einfachen Grund, weil ich mir mit Jay schon vor einer langen Zeit vorgenommen hatte, eine Reise zu machen. Eine Reise dieser Art. Jay ist ein unglaublich lustiger Kerl. Er wird so
die Stimmung heben, auch wenn es wirklich düster aussieht. Und ich denke, er ist auch absolut hart im Nehmen. Egal, was da kommt. Auch wenn er nicht ansatzweise weiß, was da wirklich auf ihn zukommt, wird er es einfach so nehmen, denke ich. Ich glaube, das wird ein ganz schöner Pappenstiel, die Reise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an ein oder anderen Kante an meine Grenzen stoßen werde. Ich freue mich aber auch unheimlich darauf, 3 Wochen lang einfach mal auf die andere Seite der Welt zu fliegen und einfach mal komplett woanders zu sein. So weit weg von zu Hause war ich noch nie, in meinem ganzen Leben nicht. Am meisten Angst habe ich, glaube ich, davor, nicht vor den großen Hürden, nicht vor dem Weitergehen, nicht vor dem Erschöpfen, sondern vor dem Kleinkram. Vor dem scheuernden Schuh, vor dem umgeknickten Fuß, vor dem ausgerissenen Zehennagel, vor dem Durchfall. Diese ganze kleine Scheiß, der dich plagt und an deinen Nerven zerrt und dich kaputt macht. Was ich damit sagen will, ist, dieser ganze Kleinmist, der schwebt mir jetzt im Hinterkopf durch und ich hoffe so, dass mir nicht irgendwas aufscheuert, nervt und kribbelt, aber ansonsten freue ich mich einfach nur auf das ganze Event. Die Kati, ebenfalls über die Berggruppe kennengelernt, ist die Freundin von Benny. Und ich kenne sie jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr, würde ich sagen. Oder fast einem Jahr. Ich habe sie kennengelernt als eine etwas komische Persönlichkeit, die aber eine total liebe Seele hat. Jemand, der immer erst an andere denkt, bevor er an sich selbst denkt. Sie ist so der weibliche Part unserer Gruppe und ist immer zum Lachen aufgelegt, aber kann auch mal schlecht drauf sein. Vor allem ihre Vorliebe für Kuscheltiere ist bei ihr besonders bemerkbar. Naja, einerseits freue ich mich schon, andererseits sehe ich halt viele negative Dinge. Ich bin noch nie geflogen, ich war noch nie so lange im Ausland. Werde Berli vermissen, komm mal her. Der muss dann ins Hotel Oma gehen zu seinen Bärenfreunden. Ja, und sonst hoffe ich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Unsere Reise führt uns von Kathmandu in das Annapurna Nationalgebiet. Annapurna ist ein 8000er, ein großer berühmter, und die Umrundung gilt als ein ganz großer Trekking-Klassiker in diesem Land. So laufen wir über den höchsten Pass der Welt, den Torong La, mit 5400 Höhenmetern und akklimatisieren uns langsam auf dem Weg dorthin. Tag für Tag werden wir kleine Etappen bergauf steigen, zwischen 400 und 600 Höhenmeter, und hoffen, dass es keinen von uns mit der Höhenkrankheit erwischt. Unser Guide Karna, der uns empfohlen wurde, wird er uns genau sagen können, wo wir am besten gehen, abseits der G-Pisten, sodass wir viel mehr von dieser Reise mitnehmen, und er ist unsere Versicherung, sollte einer von uns abbrechen müssen. Natürlich stellt sich die Frage, wie stellt man eigentlich so eine Reise auf die Beine? Das interessiert euch natürlich, wenn ihr das auch machen wollt. Deswegen erzähle ich es euch. Es fängt an mit der Flugsuche. Schon letztes Jahr Dezember waren wir auf der Suche nach einem günstigen Flug, und schon da war es schwer, noch gute Plätze zu bekommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Flughafen wie in Kathmandu gefragt ist. Dann stellt sich natürlich die Frage nach den Unterlagen. Abgesehen von einem Visum, das man in Deutschland nur ganz schwierig erhält, benötigt man einen sogenannten Permit, um überhaupt in diesen Nationalpark rein zu dürfen. Und für das Visum braucht man Passbilder in ausgedruckter Form. Allein das spricht schon dafür, einen Guide zu beauftragen. Der fordert uns die Papiere für den Nationalpark an. Unser Guide, mit dem haben wir schon seit einem halben Jahr in Facebook-Chat und schreiben immer hin und her, was uns fehlt. Es war allein schon ein Riesenproblem, diesen Mann zu bezahlen, denn das Geld wurde zwar von meinem Konto abgebucht, aber die Bank hat es ihm ein halbes Jahr lang nicht rausgerückt. Deswegen achtet darauf, wie ihr bezahlt, und dass ihr rechtzeitig eure Dokumente bekommt und dass ihr viele Passbilder mitnehmt. Was wohl definitiv bei Nepal noch zu beachten ist und auch uns etwas Kopfschmerzen zerbrochen hat, ist natürlich die Frage nach der Höhenkrankheit. Man muss viel Wasser trinken, sich akklimatisieren, und das sind auch Ängste, die wir haben. Genauso wie es ja dieses Gerücht gibt von dem Essen, das vergiftet wird, damit die Versicherungen dort kassieren. Deswegen sollte man unbedingt Medizin dabei haben gegen starken Durchfall. Auch der Komfort, wenn man 3 Wochen dort läuft. Was ist, wenn der Fuß Probleme kriegt, dass man etwas dabei hat, ihn zu behandeln? Wie sind die Betten? Wo schläft man? Die Wäsche? Überhaupt? Wie kann man seine Geräte aufladen und wo? Die richtigen Impfungen für Nepal sind natürlich auch eine Herausforderung.
Abgesehen davon, dass die Standardimpfungen aufgefrischt werden sollten, ist es notwendig, sich außerdem gegen Hepatitis A und B zu impfen, sowie Tollwut. Und eine Tollwutimpfung ist in Deutschland nicht sehr einfach, zumal man einen Arzt braucht, der einem das Rezept gibt, aber man auch eine Apotheke finden muss, die dieses Rabipur-Mittel noch zur Verfügung hat. Nachdem ich Dutzende Apotheken abgeklappert hatte, habe ich letztendlich doch eine gefunden, die das Mittel noch auf Lager hatte. Dann natürlich die Ausrüstung. Das ist die größte philosophische Frage, die wir uns überhaupt stellen. Auf was können wir verzichten? Und was würden wir bereuen, wenn wir es nicht dabei haben? Eines der wichtigsten Eigenschaften ist natürlich das Gewicht. Brauche ich dieses Objekt wirklich? Bin ich darauf angewiesen? So ist natürlich klar, dass man sich genauer Gedanken macht, was man mitnimmt. Trotzdem müssen die richtigen Sachen für die Kälte oben mitgenommen werden, wie zum Beispiel eine Daunenjacke, Handschuhe, eine Mütze, um der vollen Kältefront, die uns oben auf dem Pass begegnet, entgegenzutrotzen. Das ist nicht wegzudenken, genauso wie ein dicker, warmer Schlafsack, denn in den Lodges wird es ziemlich kalt. Was wir dafür nicht mitnehmen müssen, ist auf jeden Fall mal das Essen. Das bekommen wir überall. Es gibt überall kleine Restaurants und Lodges. Das Wasser kann nicht bedenkenlos getrunken werden. Das heißt, wir müssen einen Filter mitnehmen und sind darauf angewiesen, uns Clean Water Stations zu suchen oder Wasserflaschen zu kaufen. Doch am Ende waren wir uns klar, was wir mitnehmen wollen. Die Reise konnte also beginnen. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht für was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut. Tropfen laufen laut. Lass sie nicht aus Regen verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben. Sieht schon aus, als könnte die wandern. So, unser vierter Mann ist da. Willkommen. Hallo. Ich bin die Julien da. Cool. Da geht nicht. Haben die gar keine Münzen? Dann warten wir mal eben. Cheers. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Dann bin ich schon da. Ja. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Und wart auf den Tag. Ja, wir sind in Istanbul. Istanbuler Flughafen. Der Flug hat wunderbar funktioniert. War alles perfekt. Die Airline ist super. Wir müssen jetzt noch 1-2 Stunden warten für unseren Anschlussflug nach Kathmandu. Jetzt gibt es erstmal einen Kebab. Wir essen genau das gleiche, was es im Flugzeug gab, aber in der Türkei. Türkisch Technik. Da wird der Gerät hergestellt.